Es ist soweit. Der Bundeswehr fließen derzeit die Nachweismuster des neuen G95 Sturmgewehrs zu. Mit diesen Waffen nimmt die Truppe nun eine Einsatzprüfung vor, welche bestätigen soll, dass die Waffen den Mustern aus den Vergabeverfahren entsprechen. Wesentliche Änderungen wird es also nicht mehr geben, denn das G95 ist gesetzt. Die meisten jubeln, freuen sich wie Bolle auf die neue Waffe, nur einer nicht so richtig, nämlich ich. Die Beschaffung des neuen Bundeswehrsturmgewehrs G95 von Heckler & Koch, welches das G36 ablöst, ist meiner Meinung nach eine teure und fragwürdige Entscheidung. Weshalb ich dieser Ansicht bin und wie ich es vor allem auch logisch begründen kann, erfahrt ihr jetzt. Servus Männer und Frauen von Flake, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Kammerbengel. Heute haben wir ein sehr delikates Thema, das sehr aufgeladen durch Fehlinformationen, Spekulationen und Annahmen in der Politik, Presse und Gesellschaft behandelt wird. Meine Feststellung, dass es sich beim G95 um die falsche Waffe für die Bundeswehr handelt, begründe ich aber nicht auf dem, was hinter verschlossenen Türen in den Verhandlungszimmern zwischen Politik, Militär und Wirtschaft entschieden wird und die Presse dann stümperhaft und ohne Fachwissen zu einer Meldung verarbeitet, sondern auf klaren Fakten, welche die Waffe mit sich bringt und mir als ehemaliger Fallschirmjäger, aktiven Waffenhändler und Waffentuner bekannt ist. Bedeutet, ich habe von Berufswegen viel Einsicht in die Branche und direkten Kontakt mit verschiedensten Waffen und deren Anbauteilen, auch der hier relevanten Bauart, und kenne diese bis ins Detail. Ich schieße diese nicht nur beruflich und habe den ganzen Tag damit zu tun, sondern kenne diese bis auf die kleinste Klemmstifte, Federchen und wirklich bis tief ins Detail, weil ich diese modifiziere und teste. Mein Standpunkt, den ich heute hier vertrete, kommt somit nicht aus einer politisch angeschobenen Richtung, welche dadurch motivierte Entscheidungen verteidigt oder angreift, noch erzähle ich euch hier irgendetwas aus Reihen der Hersteller, die ihre Produkte hochloben oder Konkurrenzprodukte schlecht machen möchten. Dies nun festgestellt, können meine Ansichten rund um einen 118.000 Waffen betreffende und knapp eine Viertelmilliarde Euro teure Entscheidung recht interessant werden. Um all das zu verstehen, muss ich aber auch kurz in die Hintergründe eintauchen. Ich versuche mich hier so kurz wie nötig zu fassen, damit das eigentliche Thema der Fehlentscheidung für das G95 dann auch von euch nachvollzogen werden kann. Trotzdem wird das hier alles andere als kurz in die Kamera gesprochen werden können. Das G36, welches ebenfalls vom Hersteller Heckler & Koch produziert wurde, stand ab 2012 unter starker politischer und medialer Kritik. Zusammengefasst war es so, dass initiiert durch die Zeitschrift Der Spiegel man dem G36 unter starker Hitzeeinwirkung durch zum Beispiel hohe Außentemperaturen in Afghanistan und in heißgeschlossenem Zustand einen erheblichen Rückgang der Präzision der Schüsse vorwarf. Der Artikel basierte auf mangelhaften und wenig aussagekräftigen Feldversuchen des Bundesamts für Wehrtechnische Beschaffung. Dies war für die Presse wie für die Politik ein gefundenes Fressen. Auch mit Abstand, aus heutiger Sicht, kann ich das Verhalten vieler Protagonisten dabei nicht anders als gezielt rufschädigend des Oberndorfen Unternehmens betreffend bezeichnen und auf Seiten der Wehrtechnischen Dienststelle als absolute Inkompetenz. Die auf Heckler & Koch einbrechende Flut an Vorwürfen und Unterstellungen mangelnder Fertigungsqualität wurde gefördert und von vielen gewollt. Egal, ob man es als Politiker oder Journalist selbst verfasste oder hirnlos nachplapperte, ohne selbst zu recherchieren, diese Rufschädigung eilt HK leider noch heute oft genug voraus. Ob auf höheren Ebenen oder bei hohlen Stammtischkriegern, da draußen gibt es viele Meinungen zum G36 von Menschen, die keinen Plan davon haben. Dass das G36 in 2 Punkten Präzisionsprobleme hat, nämlich bei heißgeschossenem Gewehr und zweitens bei Außentemperaturschwankungen. Was war also passiert? Letztlich entwickelte HK in den 1970er Jahren mit dem HK50 eine Waffe zur Landesverteidigung. Die Vorgaben waren gezieltes Einzelfeuer, so leicht wie möglich und dem Einsatz unter mitteleuropäischen Klimabedingungen. Genau diese Eigenschaften erfüllte das HK50 herausragend. Genau dies wurde von der Bundeswehr gefordert und dann unter der neuen Bezeichnung G36 im Jahr 1997 eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass besagtes und ultraleichtes Sturmgewehr in Afghanistan unter höchsten Temperaturen bei langen und intensiven Feuergefechten eingesetzt werden wird. Alles Eigenschaften, für welche die Waffe nie entwickelt und auch nie von der Bundeswehr beschafft wurde. Stellt es sich also einfach mal so vor. Ihr geht zu Porsche und sagt denen, baut mir das beste Auto für Runden auf dem Nürburgring.
Die bauen es euch, händigen es euch aus und ihr beschwert euch ein paar Jahre später, dass dieses Auto bei der Paris-Dakar Rallye nicht so funktioniert, wie ihr es euch vorstellt. Genau das hier ist nämlich passiert. Hinzu kamen viele falsche realisierte Vergleichstests und Überprüfungen der Bundeswehr. Probleme mit der Munition, welche für die Ungenauigkeit mitverantwortlich gemacht werden muss und so weiter. Hat Heckler & Koch also schlechte Qualität geliefert? Nö. Sie haben hervorragende Qualität geliefert für exakt das Geforderte, aber die Politik und die Bundeswehr haben es versäumt, die Ausrüstung der Soldaten auf die neue Realität der Auslandseinsätze anzupassen. Das neue Motto der Ordonnanzwaffe der Bundeswehr muss nämlich zwischenzeitlich lauten: einsatzbereit weltweit jederzeit. Sturmgewehre mit der Bezeichnung G36 nicht mangelhaft sind. Die Zivilkammer ist zu dem Ergebnis gelangt, dass die gelieferten Gewehre den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen, denen die technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr zugrunde lagen. Und sollte die Frage aufkommen, ob man das G36 nicht noch länger behalten hätte können, damit der Übergang zum Nachfolgemodell sauberer und besser abläuft? Ja, hätte man. Man wollte nur aus politischen Gründen nicht. Ich selbst hatte 1999 als Dienstwaffe eines der selteneren LMG 36, leichtes Maschinengewehr 36 also, mit verstärktem Rohr. Dies war gerade mal 135 Gramm schwerer als das Standard G36 und hätte einen Großteil der Probleme mit der Zielgenauigkeit beim Heißschuss bereits aufgelöst. Denn das war auf höchster Schussbeanspruchung ausgelegt. Es gab so einige Lösungen durch HK, welche aber allesamt nicht gewollt wurden. Denn wie bitte soll eine Verteidigungsministerin, welche das Gewehr verteufelt, den Menschen erklären, dass sie falsch lag, ohne ihr eigenes politisches Grab zu schaufeln? Wer also noch heute behauptet, HK hätte ein Qualitätsproblem, dem kann man nur noch in seine hohlen Augen starren und dem Echo zwischen Ohren lauschen. Denn beim G36 leisten verdammt viele herausragende Ingenieure und Mitarbeiter in Oberndorf einen tollen Job, auf den letztlich wegen einem fatalen Anwenderfehler der Bundeswehr, Quotengeilheit der Medien und politischem Geltungsdrang völlig unberechtigt gespuckt wurde. Dies anders darzustellen, lässt mein persönliches Gerechtigkeitsgefühl nicht zu. Wenn wir das Heckler & Koch G95 betrachten, dann handelt es sich von der Bauform und technischer Grundlage um einen Armalite-Halbautomaten, welche bereits 1955 von Eugene Stoner in den USA entwickelt wurde. Es handelt sich also um eine fast 70 Jahre alte Waffe, welche immer wieder verbessert wurde. Um euch die Zeitspanne zu veranschaulichen, 1955 wurde zum Beispiel die Bundeswehr gerade erst gegründet. Das Bundesverteidigungsministerium in Bonn präsentierte die neuen Uniformen für die künftige Wehrmacht. Der automobile Knaller auf den Straßen war der BMW Isetta. Bequem, billig im Betrieb und leicht zu parken ist die Isetta mit dem Gütezeichen BMW. Und im Kino schaute man sich Sissi mit der Hauptrollenbesetzung Romy Schneider an. Ein neuer Großfilm von Ernst Marischka. Sissi, die zauberhafte Liebesgeschichte der jungen deutschen Prinzessin, die Kaiserin von Österreich wurde. Sissi mit Romy Schneider. Ihr seht also, dass besagte technische Grundlage schon etwas betagter ist. Die damit gemeinte AR-10 wurde weiterentwickelt zur AR-15 und fand dann unter der Bezeichnung M16 ab 1961 Verwendung bei den US-Streitkräften. Versteht mich nicht falsch. Eugene Stoner war ein begnadeter Entwickler und Waffenkonstrukteur. Aber die Waffe war alles andere als frei von Mängeln und Fehlern. Sie wurde daher immer wieder optimiert und nachgebessert, wechselte dadurch die Modellbezeichnung von M16 A1, A2, A3 und A4 irgendwann zu den noch aktuelleren Modellen in den Händen der US-Streitkräfte wie das M4 oder M4A1 sowie vielen Untervarianten. Circa 2004, also auch wieder 20 Jahre her, nahm sich dann der deutsche Rüstungskonzern Heckler & Koch der Thematik an. Weil die Briten mit ihrem Sturmgewehr SA-80 einen regelrechten, nicht wirklich funktionierenden Mist konstruierten, musste irgendwann mal deutsche Ingenieurskunst den Karren aus dem Dreck ziehen. The British Army's main assault weapon. There's a standard rifle and the longer-barreled 900mm light support weapon. With its 4 times optical scope, it's probably the most accurate weapon in the world. Nach vielen gescheiterten Anläufen der Briten, es selbst zu regeln, überarbeitete letztlich Heckler & Koch das SA-80, räumte die gröbsten Mängel technisch aus und zog so für die britische Armee ab 2001 besagten Karren aus dem Dreck. Beflügelt vom internationalen Geschäft und dem Wissen, hier technisch einfach weiter zu sein als die Briten,
Fasste man nun auch den internationalen Markt näher ins Auge. Der größte Markt war natürlich der mit den Vereinigten Staaten. Man versuchte zuerst mit dem XM8 Fuß zu fassen, welches im Endeffekt ein für den US-Anwender optimiertes G36 war. Dass die US-Armee sich gegen das XM8 entschied, hatte mehrere Gründe. Diese waren unter anderem auch politisch geprägt und dem Nationalstolz geschuldet und andererseits auch der Vorgabe des Handlings und Eigenschaften einer Waffe durch die US-Armee. Ich könnte jetzt ins Detail gehen, verschiebe dieses Thema aber lieber mal auf einen eigenen Bericht darüber. Kurz zusammengefasst, die Amis wollten damals unter anderem keine deutsche Waffen kaufen, weil so die eigene wichtige und hochgelobte Waffenindustrie ihr Gesicht verlieren könnte. Und andererseits traute die US-Armee ihren Soldaten auch nicht zu, das Handling und die Abläufe bei der Bedienung einer Waffe zu ändern. Billy Bob aus den Sümpfen Alabamas würde nämlich nicht damit klarkommen, wenn man einen Hebel plötzlich links statt rechts herumdrehen müsste. Man hatte bei HK daraus gelernt und entwickelte das Heckler & Koch M4. Diese Bezeichnung war ein direkter Angriff auf den aktuellen Hersteller der US-Armeewaffe Colt mit seiner damals produzierten Ordonnanzwaffe M4. Dieser klagte, gewann und mit Charme nannte Heckler & Koch die Waffe ab dann HK416, was die Typbezeichnung des M4 und M16 in sich trägt. Charmant frecher Schachzug aus Oberndorf. Chapeau. Das HK416 ist in der Tat eine signifikante Verbesserung des amerikanischen AR-Systems und erheblich besser als alles, was Armalite oder Colt zuvor konstruiert haben. Um es vorwegzunehmen, das HK416 ist schlichtweg das weltweit beste AR-System, das existiert und alle anderen müssen sich dahinter einreihen. Merkt euch aber, dass ich sage das weltweit beste AR-System und nicht das weltweit beste Sturmgewehr. In Oberndorf ging man nämlich wie schon beim SA-80 der Briten hin und analysierte das M4 bis ins Detail, um alle möglichen Schwachpunkte zu erkennen und dann mit eigenen Ingenieurskünsten auszumerzen. Die größte und wichtigste Änderung war meiner Meinung nach der Wechsel von einem direkten Gasdruckladesystem zu einem indirekten. Ich zeige es euch anhand eines Videos, was ich meine. Bedeutet, der automatische Repetiervorgang bei einer klassischen AR-15, M16 oder M4 wird so eingeleitet, dass am Lauf über die Gasabnahmebohrung ein kleines Röhrchen in das System führt, welches einen kleinen Teil des Gasdrucks der abgeschossenen Patrone zurück ins System leitet. Dieser Gasdruck pustet vereinfacht gesagt den Verschlussträger im Verschlussgehäuse selbst nach hinten, eine Feder wirft ihn dann zurück nach vorne, wobei der Verschluss dann eine neue Patrone mitnimmt und die Kammer wieder fertig lädt. Der große Nachteil des bisherigen direkten Gasdruckladers ist, dass der ganze Dreck in das Verschlussgehäuse und die Mechanik geleitet wird durch ein Gasabnahmeröhrchen. Dies macht die Waffe schlichtweg durch die Verschmutzung im System störanfälliger. HK hingegen hat das System auf ein besagtes indirektes Gasdruckladersystem geändert. Hier wird wie beim klassischen AR zwar ebenfalls über eine Gasentnahmebohrung am Lauf ein Teil des Drucks abgenommen, dieser wirkt aber lediglich auf einen Gaszylinder direkt darüber ein. Der Gaszylinder drückt nach hinten, schiebt die Antriebsstange an, welche so völlig frei von Gas und Dreck auf den Verschlussträger im System einwirkt. Resultat: kein Dreck im Verschlussgehäuse bzw. im gesamten System. Die Störanfälligkeit wird dadurch erheblich reduziert. Technisch ist das HK416 letztlich ein AR-System, das Heckler & Koch mit der moderneren und ausgeklügelten Technik des G36 der Bundeswehr vereint hat. In jedem HK416 steckt somit auch immer eine ordentliche Portion G36, von dem man ja eigentlich wegkommen wollte. Hinzu kommen noch etliche andere Änderungen, welche die Waffe zum überlegenen AR-System machen, die aber hier erst einmal nicht oder besser gesagt noch nicht relevant sind. HK hingegen ging natürlich hin und hat das HK416 ebenfalls kontinuierlich verbessert. Dies betrifft technische Lösungen der Waffe selbst und deren modularen Aufbau, ebenso wie materialtechnische Eigenschaften, Optimierung der verwendeten Materialien, Anbauteilen, Beschichtung und so weiter. All dies führte zu einem Erfolgsmodell, auf welches viele Nationen zwischenzeitlich setzen. Das HK416 ist mit seinen Varianten die Standardwaffe der US Marines, der französischen norwegischen Armee und wird von vielen Spezialeinheiten der Polizei und des Militärs weltweit ebenfalls genutzt. Es setzt in der Familie der AR-Waffen einfach den Benchmark. Was sich aber trotz aller Überarbeitung, Verbesserungen und Umbaumaßnahmen nicht änderte, ist die Tatsache, dass die grundlegende Waffe konstruktiv weiterhin aus den 1950er Jahren stammt.
Die Bundeswehr beschaffte zuerst das HK416A5 unter dem Namen G38 für Spezialkräfte und nun das HK416A8 als neues Standardgewehr für die gesamte Bundeswehr unter dem Namen G95. Naja, und jetzt komme ich, stelle mich gegen die ganzen Entscheidungen vieler Länder, als auch der Deutschland selbst und behaupte, dass dies eine Fehlentscheidung ist. Ich denke also, dass ich es euch nun auch schuldig bin, meine Meinung zu erläutern. Die Anforderungen an ein modernes Sturmgewehr fürs Militär lagern heutzutage anders als in den 50er Jahren. Viele Mängel trägt das neue G95 noch heute anhand seiner Grundlage, dem AR-15, mit sich herum und diese können meist auch nicht ausgemerzt werden. Vielmehr muss man sich die Frage stellen, weshalb man ein AR-System als Hauptbewaffnung der Bundeswehr einführt, wenn es bereits viel bessere Lösungen gibt. Dabei sollte es wohl kaum eine Rolle spielen, ob man das beste AR-System einführt, denn man hätte das am besten für die Bundeswehr geeignete Sturmgewehr einführen müssen. Und das hätte als Basis niemals ein AR-System sein dürfen. Dass diese Probleme der AR-Systeme längst konstruktiv durch neue Waffen ausgemerzt wurden, ist bekannt. Während also die Bundeswehr auf ein veraltetes System mit all seinen Nachteilen setzt, gehen viele Armeen bereits hin und führen neue Sturmgewehre ein, welche viele dieser Nachteile einer AR nicht mehr haben. Die, an denen wir uns allzu gerne orientieren, nämlich die USA, schaffen das AR-System bei der US Army aus genau den nun folgenden Gründen ab, während wir es gerade erst einführen. Das ist mit Verlaub gesagt einfach nur dumm, was die Bundeswehr und die Politik hier treibt. Ich fange beim Aufbau der Waffe an, um euch dies genauer zu erläutern. Das G95 benötigt zur Funktion ein langes Pufferrohr, in welchem die Pufferfeder den Verschluss auffängt und wieder nach vorne schleudert. Diese Eigenschaft ist im Vergleich zum vorangegangenen G36 ein klarer Rückschritt. Die Waffe ist weniger kompakt und kann auch technisch nicht sinnvoll kompakter gemacht werden. Während man also beim G36 in beengten Situationen, wie zum Beispiel beim Marsch im Fahrzeug, Fallschirmsprung, Hubschrauber, Flugzeug und so weiter es einfach zusammenklappen konnte und so die Sperrigkeit der Waffe minimieren, ist dies beim G95 technisch nicht vergleichbar im Umfang möglich. Es geht aber noch weiter. Die anklappbare Schulterstütze des G36 hat ja auch enorme Vorteile im Orts- und Häuserkampf. Auf das kompakteste Maß reduziert konnte man mit dem G36 so einiges anstellen, da es auch mit eingeklappter Schulterstütze schussfähig war. Mir kann also niemand erzählen, dass es hier zu einer Verbesserung der Führigkeit gekommen wäre, denn das genaue Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Das Pufferrohr-Pufferfederprinzip einer AR ist einfach nur Platzverschwendung, welches HK bereits mit seinem uralten G3-System besser gelöst hat, als es Eugene Stoner mit dem AR damals überhaupt konnte. Zum Vergleich könnt ihr hier mal die Dimensionen einer Puffer- oder Rückholfeder eines G36, in diesem Fall der Zivilversion HK243, zu dem eines HK416, in diesem Fall ebenfalls die Zivilversion MR223, sehen. Das G95 schleppt also eine Menge an luftgefülltem Raum mit sich herum, der zur Funktion aber leider auch benötigt wird. Dass man das besser lösen kann, zeigte bereits das alte G36, aber wenn wir uns den Verschlussträger des neuen Standardgewehrs der US-Armee anschauen, nämlich dem Sig Sauer MCX, wird klar, dass wir mit dem HK416A8 hier technisch einen wirklich alten Gaul reiten. Das neue MCX der US-Streitkräfte hat nämlich genau dieses Manko des langen und sperrigen Pufferrohrs behoben. Der Verschluss wurde verkleinert, die Feder neu im Gehäuse positioniert und über den Verschluss angeordnet und so weiter. Das Resultat: ein deutlich kompakteres System, das die Schulterstütze nicht mit dem technischen Betrieb der Waffe zusammenhängt und sogar gänzlich entfernt werden kann. Je nach Verwendung kann man bei der MCX so an Schulterstützen anbauen, was gerade am besten für den soldatischen Anwender und dessen Aufgabenbereich geeignet ist. Machen wir aber weiter. Der Forward Assist. Das G95 verfügt über einen Forward Assist. Das ist in meinen Augen eine völlig unnütze und nachteilige Einrichtung der Waffe, welche dafür sorgen soll, dass wenn der Verschluss sich hinten verklemmt, man diesen mittels dem Forward Assist Knopf nach vorne prügeln kann. Jetzt denken wir mal nach. Meine Waffe hat eine Störung und der Verschluss kommt nicht vor. Die Waffe blockiert auch nicht, weil es hier langweilig ist und sie gefrustet ist über das viele Ballern, eine Blockadehaltung einnimmt und sich dem Pazifismus anschließt. Die Waffe macht das, weil eine mechanische Störung vorliegt. Da ist es doch nicht sonderlich schlau, mit aller Gewalt auf den Verschlussträger einzuhämmern, sodass dieser nach vorne gezwungen wird, um zu verriegeln.
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier mehr kaputt macht, als dass es hilft, ist enorm. Das ist selbst bei den Amis eine ständige Kontroverse der AAU-Nutzer. Dass es diesen schwachsinnigen Knopf überhaupt gibt, ist Machtspielchen zwischen der US Army und der US Air Force bei der Entwicklung der M16 in den 60er Jahren. Die Army hat sich mit dieser sinnlosen Funktion durchgesetzt und seitdem wurden alle M16 und M4 bzw. die ganzen Ordnanzwaffen der Amerikaner mit dieser Funktion ausgeliefert. Dieses Teil ist aber effektiv so nützlich wie ein Blinddarm. Jeder hat einen, jeder schleppt ihn mit sich herum und keiner weiß, weshalb man ihn überhaupt hat. Und manchmal geht er einem ziemlich auf den Sack und die beste Lösung ist, ihn einfach zu entfernen. Beim G95 kann ich euch sagen, weshalb man diesen hat. Heckler & Koch hat mit dem HK416 eine Waffe nach den Zwangsvorgaben der US-Armee konstruiert. Und diese sieht nach wie vor den Forward Assist als Bedienung an seinen Ordnanzwaffen vor. Ihr wisst schon, die Geschichte mit Billy Bob und was man ihm zutraut. Hersteller wie Sig Sauer haben es viel besser gelöst, denn der Forward Assist ist zwar vorhanden, könnte aber für die, welche erkannt haben, wie sinnlos dieser einfach ist, durch eine geschlossene Platte ersetzt werden. So hat man die US-Armee zufriedengestellt und kann auf den Blödsinn bei anderen Partnern aber auch verzichten. Klar höre ich nun die Fraktion der Befürworter des Forward Assists mit ihren Argumenten gegen meine Ausführungen meckern, aber fragt euch doch mal bitte selber, weshalb das sonst keine andere Waffen haben, außer denen, die von Anfang der ersten Konstruktionszeichnung um den US-Markt buhlen. Ich für meinen Teil habe weder dienstlich noch jagdlich noch sportlich jemals einen Forward Assist vermisst und benötigt. Wenn ich bei meinen zivilen MRs, also der Zivilvariante des HK416 oder HK417, eine Störung hatte, hätte die Nutzung des Forward Assists bei Hülsenklemmern oder abgerissenen Hülsenböden und so weiter die Situation ausnahmslos verschlimmert. Sich eine Sinnhaftigkeit in diesem Bauteil hereinzuinterpretieren aufgrund der wenigen Beispiele, bei denen er half, ist schlichtweg falsch. Das ist, als ob man behauptet, dass Anschnallen im Auto viel gefährlicher ist, als wenn man unangeschnallt fährt, nur weil mal einer von 1000 genau deshalb einen Unfall überlebte. Weshalb hat die Bundeswehr beim G95 also diesen sinnfreien Forward Assist? Er macht die Waffe teurer, schwerer, anfälliger und viele Soldaten werden die Waffe einfach nur, weil es ihn gibt und man ihn testen möchte, kaputt machen. Stichwort G36 Notvisier, das angeblich unter dem Kollimator sitzt und so für viele defekte G36 anhand neugieriger Soldaten sorgte. Es ergibt keinen Sinn. Man muss sich schon fragen, weshalb das G36, G3 und so weiter ohne dieses Teil auskam, das G95 aber nun einen hat. Die Antwort wird aber dieselbe sein, wie weshalb die Air Force am Anfang das M16 ohne den Forward Assist hatte und dann auf welche mit dieser Vorrichtung umstieg. Ganz einfach, die Produktion ist einfacher und billiger, wenn man eine obere Gehäusehälfte für alle gleich baut. Da die US Army der größte Kunde damals war, gab die auch die Eigenschaften der Waffe vor. Weshalb man aber bei 118.000 G95 im Beschaffungsamt der Bundeswehr den Wegfall nicht forderte, bleibt zumindest für mich ein großes Fragezeichen. Obwohl, eigentlich nicht. Ich bin mir recht sicher, dass die es sich nicht einmal auf dem Schirm geschrieben hatten, dass es so ein Ding überhaupt gibt und was die Funktion ist. Weiter geht's aber. Moderne Waffensysteme für die Armee sollten längst einen Rohrschnellwechsel können. Hier beim MCX sind das wenige Handgriffe und ich kann ein verschossenes Rohr im Feld kurz gegen ein neues ersetzen. Oder ich kann damit auf eine andere Rohrlänge wechseln, um das Handling lagebedingt zu verbessern. Oder ich kann das Kaliber wechseln, indem ich die Waffe mit seinem Kaliber 5,56 x 4,5 auf zum Beispiel 300 Blackout ändere. Kostentechnisch nicht die Welt, bei diesen Stückzahlen dies zu realisieren, sollte man meinen. Wartungstechnisch ein Riesenvorteil und in Bezug auf die Modularität gerade für spezialisierte Einheiten ein guter Bonus in Bezug auf die Multikaliber-Option. Wenn es allerdings um das G95 geht, dann seid euch gewiss, dass die Rohrmutter ohne entsprechendes Werkzeug und Kraftanstrengung nicht einfach gewechselt werden kann. Ein Rohrschnellwechsel existiert schlichtweg nicht. Ich weiß es zwar nicht wirklich und das ist Mutmaßung, aber ich gehe aktuell davon aus, dass jeder verschossene und beschädigte Lauf des G95 nicht einmal von der Bundeswehr selbst repariert wird, sondern zu HK geschickt werden muss. Wenn da mal nicht erneut die Kasse bei HK im Bereich Service klingelt. Ihr denkt, es kann nicht noch mehr Negatives kommen? Dann täuscht euch da mal nicht. Schnittstellenkompatibilität. Als militärischer Standard haben sich zur Aufnahme von Visieren, Sturmgriffen, Laserlichtmodulen, all dem ganzen Kram, den man an einer Waffe so verbauen kann, zwei Systeme etabliert.
Picatinny-Schienen sind seit langer Zeit der Standard, wenn es um die Aufnahme von Zielfernrohren, Rotpunktvisieren und Zubehör geht. Picatinny ist nicht optimal und hat ebenfalls einige erhebliche Nachteile, aber es ist weltweit Standard und genau deshalb gibt es dafür eine Vielzahl an Zubehör, das man darauf anbauen kann. Anhand dieser Systemdominanz der Picatinny-Schiene ist dies auch trotz ihrer Nachteile in Bezug auf Gewicht, Bauart, bedingtem Volumen und Ungenauigkeiten beim wiederholten Aufsetzen etc. noch viele Jahre nicht wegzudenken. Dass also auf der Waffe obendrauf auf der 12 Uhr Position eine Picatinny-Schiene sitzt, ist völlig okay, weil aktuell einfach anhand des riesigen Markts von Drittanbietern wie Montagen und Zielfernrohrherstellern letztlich dies auch zwingend ist. Das zweite System, das sich als Schnittstelle zur Aufnahme von Zubehör etabliert hat, ist M-Log. Hier handelt es sich einfach um Ausfräsungen, in welche das Zubehör eingeschraubt werden kann. M-Log baut nicht auf, trägt zur Gewichtsreduktion bei, man reißt sich die Finger nicht daran auf und es gibt schon seit einiger Zeit ein riesiges Feld an Zubehör dafür. Tja, auch wenn es offiziell noch nicht ganz eindeutig ist, jetzt ratet mal, mit welcher Schnittstelle das G95 der Bundeswehr immer und immer wieder gezeigt wird und man annehmen kann, dass es auch so kommt. H-Key. Was ihr hier seht, nennt man H-Key. Ja, oder wie man es schreibt, HKA. H-Key verwendet wirklich niemand außer Heckler & Koch. Bedeutet, wenn ich an dieser Waffe am Handschutz Zubehör anbringen möchte, muss ich von HK zuerst einen völlig überteuerten Adapter auf Picatinny kaufen. Dieses schwere Teil an der H-Key-Löchern festschrauben, damit ich dann ein Zubehörteil mit Picatinny-Schnittstelle wiederum anbringen kann. Nochmal, ich brauche für die HK-Schnittstelle einen Adapter auf eine andere Schnittstelle, um etwas daran anbringen zu können. Denkt mal drüber nach. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass ich der Einzige bin, der das für völlig verblödet hält. Dabei ist H-Key nicht einmal ein innovatives System, sondern lediglich die Kopie des US-amerikanischen Keymod-Systems, nur mit eigener von HK vergebener Bemaßung. Es passen also nicht mal die Keymod-Zubehörteile, die es bereits gibt, auf die H-Key-Schlüssellöcher drauf. Und jetzt ratet mal wiederum, welches System bei der US-Armee und vielen Armeen der Welt gegen das eingeführte M-Log-System verloren hat. Richtig, Keymod. Keymod ging als Verlierer aus dem Vergleich hervor, nur damit HK es kopiert, anders bemaßt und als Standard bei seinen Waffen einführt. Ergibt hier noch irgendwas Sinn für euch? Beim Beschaffungsamt der Bundeswehr hat man diesen Punkt aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mal wissen möchte, vermutlich gänzlich ignoriert. Bei HK hingegen reibt man sich vermutlich die Hände, weil man es geschafft hat, die Abhängigkeit an eigenen Adaptern zu schaffen und so noch mehr Geld scheffeln kann, weil man an jedem Anbauteil noch zusätzlich verdient. Das ist vom Beschaffungsamt einfach nur eine weitere Fehlentscheidung in der Kette der Fehlentscheidung. Wenn ihr euch nun fragt, wie es die US-Streitkräfte mit H-Key handhaben, das ist ein M27, also auch ein HK416 bei den US Marines. Wie wir sehen, sehen wir kein H-Key, sondern nur Standard-Pikas. Das ist ein M38, also auch ein HK416. Auch keine H-Keys zu sehen, alles Picatinny. Das ist ein M110A1 der US-Armee. Also ein G28 basierendes MR308R-System von Heckler & Koch. Alles Picatinny und seitlich M-Log. Das ist ein HK416 der norwegischen Armee. Kein H-Key. Und das ein HK416 der französischen Armee. Kein H-Key. Fällt euch was auf? Wirklich alle Beschaffungsämter auf der Welt scheinen schlau genug gewesen zu sein, sich nicht in Abhängigkeit und unter Zwang gesetzt zu haben, bei Heckler & Koch weiteres Zubehör kaufen zu müssen. Nur unser Beschaffungsamt, wie es derzeit ausschaut, eben nicht. Schließlich hat HK bereits Jahre zuvor bei den neuen alten A4-Versionen des G36 den Zaubertrick geschafft und dieses blödsinnige Schnittstellensystem in der Truppe positioniert. Möchte also irgendein Hersteller etwas direkt auf die von HK kopierte und patentierte Pseudo-Keymod-Schnittstelle konstruieren, muss man sich das Go von HK einholen, Lizenzrechte zahlen oder man bekommt es direkt verboten, für die Kopie des Originals etwas zu konstruieren. Was das für einen Zubehörmarkt und innovative Neuerungen an der Waffe bedeutet, muss ich euch wohl nicht sagen. Machen wir weiter. Okay, das Kaliber. Durch den Afghanistan-Einsatz hat jede westliche Armee, die im Indianerland im Einsatz war, gelernt, dass die bisherigen Patronen im Kaliber 5,56 x 4,5 NATO untermotorisiert sind. Wenn dünne Lehmwände ein Durchschießen bereits verhindern und die Reichweite bei aktuellen Lagen zu niedrig ist, dann besteht Handlungsbedarf.
Die Amerikaner haben früh mit der Suche nach und Entwicklung einer neuen Standard-NATO-Patrone genau aus diesem Problem heraus begonnen. Heraus kam dabei die 6,8x51 mm Patrone oder auch 277 Fury genannt. Die Patrone vereint dabei alle guten Eigenschaften der 7,62x51 NATO, kennen einige noch vom G3, sowie der aktuellen 5,56x45 mm NATO-Patrone des G36. Der Nachteil der 7,62 Patrone ist das Gewicht und somit die Begrenzung, die ein Soldat an Munition mitführen kann. Der hohe Rückstoß, um nach Schussabgabe schnell ins Ziel zu kommen, sowie der Energieabbau auf größere Entfernung. Der Vorteil ist natürlich die hohe Durchschlagkraft auf nahe und mittlere Distanz. Der Nachteil der 5,56 Patrone ist die geringe Durchschlagskraft und Reichweite. Der Vorteil hingegen das niedrige Gewicht, was ein Mitführen von mehreren Patronen ermöglicht, sowie durch den geringeren Rückstoß ein schnelles, wieder ins Ziel kommendes Schützen. Die 6,8x51 stellt eine moderne Patrone dar, deren Eigenschaften sogar die der vermeintlich stärkeren 7,62 übertrumpfen. Ich habe euch mal ein Schaubild erstellt, damit ihr seht, was ich meine. Bei diesen Daten wissen selbst physikalisch Unbedarfte, wo zukünftig der Hammer hängt und wohin die Marschrichtung weist. Die alte, aktuelle und leider auch zukünftige 5,56 des G95 gehört zwischenzeitlich wie die 7,62 Patrone in die Mottenkiste, was Sturmgewehrkaliber angeht. All dies hätte man aber auch schon zu Zeiten des Auswahlverfahrens für das neue Bundeswehrsturmgewehr wissen können. Und vor allem auch berücksichtigen müssen. Natürlich wird es jetzt Stimmen geben, dass dieses Kaliber noch nicht NATO-Standard war und man hier keinen Alleingang hätte vornehmen können, weil die NATO-Länder sich gegenseitig in Kriegszeiten die Munition zuschieben können müssen. Darin sind auch schon geniale Vorhaben wie das G11 mit seiner hülsenlosen Munition unter anderem gescheitert. Die Infrastruktur existierte nicht und so weiter. Ernsthaft? Welche Infrastruktur wäre uns hier denn bitte teuer zu stehen gekommen, wenn sich die Bundeswehr jetzt für die 6,8x51 Patrone entschieden hätte? Erzählt mir bitte nichts von riesigen Lagerbeständen der Bundeswehr in 5,56, die man zuerst aufbrauchen hätte müssen. So wie die Bundeswehr die letzten Jahre politisch und materiell bis zur Wehrunfähigkeit heruntergewirtschaftet würde, dürfte es wohl kaum eine Rolle spielen, ob wir jetzt unsere leeren Lager mit neu produzierten 6,8x51 auffüllen oder mit den alten 5,56x45 Patronen. Die USA als wichtigster NATO-Verbündeter stellen bereits durch die gerade stattfindende Einführung des neuen Sig Sauer MCX Speer bzw. XM7 und dem neuen XM250 Maschinengewehr im selben Kaliber bereits großflächig auf die 6,8x51 Patrone um. Es würde also zum Zeitpunkt der gänzlichen Ablösung des G36, der deutlich nach der Einführung des neuen G95 liegen wird, kein Problem mehr darstellen. Und selbst wenn man mehr Sicherheit, die Kaliber bzw. deren Versorgungslage betreffend erreichen hätte wollen, hätte man das erste Baulos der neuen Bundeswehrwaffe auch problemlos durch ein Multikalibersystem absichern können. Solange es noch nicht 100% sicher war, hätte man so auf die alten Standards zurückgreifen können und einfach die alte 5,56 Patrone damit verschießen. Dann wäre das G95 aber anhand seiner fehlenden Multikaliberoption ebenfalls die falsche Waffe gewesen. Stattdessen behält die Bundeswehr nun für die nächsten Jahrzehnte wieder besseren Wissens das alte und viel zu schwache Kaliber 5,56 mit dem G95 bei. Da muss man sich schon die Frage stellen, was die Gründe waren, das G36 überhaupt zu ersetzen. Vor allem auch, weil die meisten Punkte in Bezug auf das G36 ausgeräumt werden konnten. Stellt man nun das G36 dem 95 in direktem Vergleich gegenüber, weiß ich nicht, ob die Unterschiede den Leistungsumfang betreffend wirklich für eine teure Neubeschaffung des G95 ausreichen. Diese Fehlentscheidung beim Kaliber betrachte ich als essentiellen Fehler bei der Beschaffung des neuen G95. Den deutschen Steuerzahler wird dieses teuer zu stehen kommen, denn in ein paar Jahren wird die Kaliber- und Waffenfrage zwangsläufig erneut gestellt. Diese Debatte wird aber erst dann aufkommen, wenn tragischerweise tote Lanzer im Feld liegen, weil ihre Waffen eine zu geringe Reichweite und Durchschlagskraft im Gefecht hatten. Die politischen Verantwortlichen der jetzigen Fehlentscheidung sind dann längst nicht mehr zu greifen und deren Nachfolger werden dann behaupten, man hätte dies zum Zeitpunkt der Beschaffung des G95 ja nicht wissen können. Die Geschichte rund um das Drama der Bundeswehrsturmgewehre wird sich also leider absehbar wiederholen. Auch dann wird man überhastet einen Nachfolger für das G95 suchen, obwohl all dies bereits jetzt hätte verhindert werden können. Die Namen Merkel, Scholz, von der Leyen, Kramp-Karrenbauer, Lambrecht und leider auch den des von mir sonst sehr geschätzten Pistorius wird man in diesem Zusammenhang als verantwortlich für die absehbare Misere dann nicht mehr hören. Ihr habt noch nicht genug? Okay, nächster Punkt. Die Optiklösung des G95.
Wer jetzt denkt, hey, im deutschen Sprachraum haben wir die besten Hersteller von den qualitativ besten Zielfernrohren, Unternehmen wie Schmidt & Bender, Zero Compromise, Zeiss, Kahles und so weiter, da wird schon was dabei sein. Hat weit gefehlt. Man entschied sich nämlich für ein 1- bis 4-fach Elkan Spectre von dem kanadischen Rüstungskonzern Raytheon. Die Teile sind gut, keine Frage, aber ebenso wie die Waffe an sich leider längst nicht mehr State of the Art. Was auf die Waffe hätte müssen, wäre ein parallaxifreies und stufenlos verstellbares 1- bis 6- oder 1- bis 8-fach Zielfernrohr, wie zum Beispiel das von Schmidt & Bender Dual CC oder anderen Herstellern. Sich hier auf eine von einfach bis 4-fach direkt umlegbare Optiklösung zu konzentrieren, ist meiner Meinung nach ebenso falsch. Eine 1:1 Vergrößerung ist eine Unumgänglichkeit und muss sein, das ist okay. Die einfache Visierung benötigt man in allen beengten Nahbereichssituationen wie im Orts- und Häuserkampf, in Gräben und so weiter. Weshalb gibt man den Soldaten für alles andere dann aber nur noch die Auswahl auf gerade mal 4-fach zu stellen. Schon beim G36 ging das mit der Dreifachvergrößerung und der Bundeswehrdoktrin des gezielten Einzelfeuers nicht richtig zusammen. Die Dreifach war einfach zu wenig, um auf mittlere Entfernung wirklich was reißen zu können. Selbst das viel zu schwache 5,56 Kaliber der G95 hat problemlos die Möglichkeit, auf Gegner über 300 Meter hinauszuwirken. Weshalb gibt man den Soldaten dann nicht einfach eine 1- bis 6-fach oder 1- bis 8-fach Lösung an die Hand, damit die Eigenschaften so auch genutzt werden können, wie sie benötigt werden. Selbst wenn es ein paar wenige Gramm schwerer geworden wäre, hätte es immense Vorteile mit sich gebracht. Bei den Amis ist das egal und 1- bis 4-fach völlig ausreichend. Die bolzen mit ihren Waffen raus, was geht, und irgendein Schuss wird schon das Ziel treffen. Wenn wir aber gezieltes Einzelfeuer ausbilden und es eben nicht gewohnt sind, dass der Spieß eine Palette mit Munition hinstellt und sagt, nehmt raus, was ihr gerade nehmen könnt, dann geht das Konzept nicht auf. Mit 4-fach kann man auf gut 100 Meter zielen und schießen. Aber wie schaut es aus, wenn es wieder so läuft wie in Afghanistan? Wenn man auf einmal auf 300 bis 400 Meter kämpft? Wenn man eine starke Optik benötigt, um den Feind auch bei größeren Entfernungen in seiner Deckung und getarnt aufklären unter Feuer nehmen muss? Hier beschneidet man meiner Meinung nach mit der Optik die Kampfkraft der Einheiten und verlagert diese zum Großteil auf die paar wenigen ZF-Gewehre wie das G28 und G22 in einem Zug. Stichwort Karfreitaggefechte und deren Kampfentfernung. Anscheinend hat man hier viel zu wenig aktuelle Erfahrung einfließen lassen, was die Auswahl des richtigen Kalibers als auch der Optik in Bezug auf die aktuelle Gefechtssituation angeht. Und selbst wenn man Afghanistan als abgehakt ansieht, wie breit sind denn die ukrainischen Ackerflächen so im Schnitt? Lasst uns mal nachdenken. Also vom Randstreifengestrüpp zum Randstreifengestrüpp. Auf der gegenüberliegenden Seite des Felds. Liebe Entscheider bei der Bundeswehr, wenn ihr unseren Soldaten abverlangt, dass sie, um gezielt schießen zu können, warten sollen, bis sie das Weiße in den Augen ihres Feindes sehen, dann sollt ihr euch auch bewusst sein, dass der Feind dann auch das Weiße in den Augen unserer Soldaten sieht. Dass ihr damit einen erheblichen Vorteil des Systems beschneidet, ist euch hoffentlich bewusst. Dennoch muss man anerkennen, dass das Elkan Spectre eine deutliche Steigerung in Dingen wie Sichtfeld und Lichttransmission für die Nachtkampftauglichkeit aufweist. Das Spectre gehört aber dennoch anhand dessen, was möglich ist, in die 2000er oder 2010er Jahre. Insgesamt können mit diesem Video durchaus Fehlinterpretationen zu meiner Meinung entstehen, welche den Hersteller oder das Vergabeverfahren, sprich die Bundeswehrentscheider, betreffen. Dass das Vergabeverfahren recht chaotisch war, ist, denke ich, jedem bekannt. An die Abläufe und die Rechtsstreitigkeiten mit Hähnel werden sich die meisten erinnern. Diese sind hier aber nicht der wesentliche Punkt, denn es geht um die Eignung der Waffe für die Bundeswehr. Vieles von dem zuvor beschriebenen liegt noch unter dem Schleier der Verschwiegenheit und kann leider nur interpretiert werden. Ich habe daher auch bei vielem nur nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis meiner Einsichten interpretieren können. Hier können Details auch durchaus falsch von mir interpretiert worden sein. Das ändert aber vermutlich am Gesamtbild nichts. Es sei denn, ich habe tatsächlich manche Punkte völlig falsch gesehen. Für die fragwürdige Entscheidung des G95 kann man HK meiner Meinung nach nicht wirklich verantwortlich machen, denn sie bauen für die Bundeswehr, wie schon beim G36 damals, genau das, was die Bundeswehr im Vergabeverfahren spezifiziert und angefordert hat. Und hier wurde viel Unsinniges, Unrealistisches und vor allem das Falsche gefordert. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Lanzer damit das beste HR-System auf der Welt bekommen. Es hätte die beste Waffe für die Bundeswehr sein müssen.
Die Bundeswehr hätte schlichtweg ein modulares, präzises Multikaliber-Sturmgewehr bis Kaliber 6,8 x 5,1 mm mit einklappbarer Schulterstütze, M-Lock-Schnittstellen und mindestens 1 bis 6-fach Optiklösung fordern müssen. Die Vorgaben an die Hersteller hätten ebenfalls realistischer sein sollen. Dazu gehört auch ein physikalisch erreichbares und sinnvolles Gesamtgewicht für das geforderte System und nicht der feuchte Wunschtraum eines Sesselfurzes im Beschaffungsamt ohne Ahnung der Zusammenhänge. Nicht ohne Grund sind so viele Waffenhersteller aus der teils absurden Ausschreibung ausgestiegen. Bei diesen Stückzahlen muss man durchaus den Haushalt dafür etwas flexibler halten und auch gegebenenfalls weitreichende Änderungen und Umkonstruktionen bei den Herstellern fordern. Aber bitte mit Fachverständnis, Sinn und Verstand in einem realistischen Rahmen. Man stelle sich dann mal zum Beispiel ein modifiziertes Sturmgewehr auf Grundlage eines HK433 mit diesen Eigenschaften vor. Dann hätte die Truppe auch das erhalten, was sie tatsächlich benötigt. HK ist ein wirtschaftlich operierender Rüstungskonzern, der sich so auch genau verhält. Wir haben ein annähernd passendes Produkt zu dem, was gefordert wird und bringen das ins Spiel. Auch die Stückkosten der Waffe scheinen fair zu sein und so weiter. Was aber schlichtweg nicht passt, ist das von der Bundeswehr gesteuerte Vergabeverfahren an sich. Hier hat man meiner Meinung nach ganz klar die falsche Waffe gefordert und anhand der Unfähigkeit zu bestimmen, was man wirklich benötigt, den gesamten Prozess auch ins Chaos gestürzt. Bleibt aber auch die Frage, ob die Bundeswehr wirklich was dafür kann und der Fisch nicht von noch weiter vorne stinkt, nämlich der Politik, beziehungsweise einer Verteidigungsministerin, welche auf Teufel komm raus Ergebnisse sehen wollte und so einen sehr toxischen Druck mit unrealistischen Vorgaben aufbaute und damit das Chaos erst anrichtete. Die Eier haben und sich hinstellen und der bösen Hexe des Nordens den Schwachsinn um die Ohren hauen, hatte aber beim Vergabeverfahren, wie es ausschaut, niemand gehabt. Oder wenn, dann hat man ihn deswegen vermutlich sang- und klanglos beurlaubt. Konsequenzen für die politischen Entscheider? Was ist das? Natürlich gibt es auch Eigenschaften des G95, die besser sind als bei seinem Vorgänger, dem G36. Darunter fällt zum Beispiel die serienmäßig verbaute verstellbare Gasabnahme für den Schalldämpferbetrieb. Schall- und Signaturdämpfer sollten bei der Bundeswehr längst Standard sein und somit auch die Möglichkeit der Anpassung der Verschlusslaufzeiten durch besagte Gasabnahme. Das ist wichtig und gut so. Auch was die Robustheit und Belastbarkeit angeht, traue ich dem G95 etwas mehr zu als seinem Vorgänger. Das G95 ist in wirklich vielen wichtigen Punkten dem G36 anhand aktueller Anforderungen tatsächlich auch überlegen. All dies macht aber nicht die Tatsache wett, dass die Waffe technisch seine funktionale Grundlage aus dem letzten Jahrhundert bezieht und lediglich eine Korrektur und Verbesserung eines veralteten AR-Systems darstellt. Es geht einfach noch viel besser und das zu vergleichbaren Kosten. Ich selbst habe die Zivilvariante dieser Waffenart, nämlich das MR223, MR308 in meinem Besitz und bin absoluter Fan von HK-Waffen. Ich stehe aber auch auf Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, Pearl Jam und schieße gerne mit technisch längst überholten G3-Derivaten, der SP5 oder Zielversion des G36 und find's geil. All das darf aber kein Anspruch sein, wenn man eine neue, in die Zukunft weisende Waffe für die Bundeswehr sucht. Das G95 ist im Endeffekt so etwas wie Star Wars Episode 7. Man geht auf Nummer sicher und verfilmt letztlich die ersten Filme aus den 70ern mit ein paar Änderungen und tollen Effekten neu. Der Todesstern ist zwar schicker und moderner und wird als Planet dargestellt, aber der Plot bleibt nahezu gleich. Weshalb die Bundeswehr hier nicht hingegangen ist und von der Technik und Eigenschaft her ein viel moderneres und zeitgemäßeres Sturmgewehr wählte und sich selbst bei den auswählbaren Eigenschaften und vor allem dem Kaliber falsch entschied, kann man letztlich nur als Unfähigkeit der Politik und des Beschaffungsamts betrachten. Oder wenn es keine Unfähigkeit war, es einen noch schlimmeren Hintergrund hat. Vor allem, weil die besseren Alternativen längst existieren. Hier denke ich insbesondere an die Sig Sauer MCX oder auch das HK433 von Heckler & Koch mit Modifikationen. Das als Basis hätte wunderbar funktionieren können. Und selbst wenn die Waffen in ihren Grundzügen nicht ganz den Anforderungen der Bundeswehr entsprechend machen hätte können, hätte man bei einer Stückzahl von 118.000 Waffen und einer Summe von fast einer Viertelmilliarde Euro besagte Wünsche vom Hersteller einfordern können und vor allem auch müssen. Stattdessen erhält die Bundeswehr mit dem G95 nun ein aus vielen Gründen fehlbeschafftes Ordonnanzgewehr, während die vielen Unwissenden in Politik, Presse und auch der Bundeswehr sich selbst auf die Schulter klopfen und sich darüber freuen, was da angeblich Tolles kommt. Ja, es ist etwas besser als das G36. Ja, es ist eine gute Waffe. Aber HK kann das bereits schon viel besser, ohne all diese Mängel eines AR-Systems zwangsläufig übernehmen zu müssen.
Ich verstehe also nicht, weshalb man diesen Weg gegangen ist. Ich für meinen Teil habe mit diesem Video viele, aber längst nicht alle Punkte, die ich in Bezug auf das G95 sehr kritisch sehe, kundgetan. Ich weiß, dass solche Themen auch gerne mit Nationalstolz einhergehen, oft oberflächliche Erfahrungen und Emotionen verbunden sind. Ich habe damit sicherlich dem einen oder anderen gefühlt gegens Bein gepinkelt, was nicht meine Absicht ist. Mir geht es lediglich darum, die Grundlage und Eigenschaften des G95 kritisch im Kontext als neue Ordnanzwaffe der Bundeswehr zu hinterfragen. Ich kann mit diesem Video also weder den unzufriedenen Amerikaner verhindern, der sein glorifiziertes AR angegriffen sieht, noch den HK-Fanclub milde Stimmen, der nach Grundlage des Kadavergehorsams Fanboy der Marke spielt, noch die deutsche Hohlbratze, welche als Kommentar schreiben wird, das G3 oder G36 sei viel besser und sollte beibehalten werden oder wieder eingeführt werden und dabei die notwendigen Eigenschaften eines Sturmgewehrs innerhalb der militärischen Strukturen nicht im Ansatz versteht. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch wirklich egal. Ich habe bewusst eher lockere Umgangssprache genutzt, um vielen Zuschauern das Thema zugänglich zu machen und nicht das Businessdeutsch der Branche, um Kritik mit schönen Formulierungen zu üben. Ich glaube nämlich, dass ich damit mehr erreiche, als wenn ich den Fachidioten heraushängen lasse. Ich würde mich daher freuen, wenn ihr meine Ansichten kritisch und auch auf Basis der vorgestellten Tatsachen diskutiert und ihr mich auf Punkte aufmerksam macht, die ich selbst vielleicht falsch gewichtet oder betrachtet habe. Damit solche Videos auch in Zukunft möglich sind, bitte ich euch, dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und über die Glocke zu folgen und auch das Video auf andere Plattformen zu teilen. Denn in solchen Videos steckt viel Arbeit und Zeit, die sich durch eure Aufmerksamkeit bestätigt sehen muss. Unterstützt unseren Sponsor German Gunworks, indem ihr dort einkauft oder spendet, damit wir mit euren Mitteln mehr aus dem Kanal machen können. Das war's dann auch schon mit dieser Marathonfolge von Kammerbengel. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Servus und Oido. Ja, hast du das denn jetzt schon abonniert? Hast schon drauf gedruckt? Du wirst das unterstützen? Oder nicht? Ja, ich würde schon sagen. Jetzt klick da drauf, abonnieren, und wenn du schon dabei bist, dann drückst du auch gleich noch da auf die Bell. Oder Glocken oder was auch immer das ist. Klick drauf, mach's einfach. Alles gut. Vierte.